Frohe Weihnachten und herzlich willkommen. Ich bin Alex. Ich bin Francesca, ich bin Italienerin. Und wir sind hier in Pöthen und wir zeigen euch jetzt mal Weihnachten in historischen Gemäuern. Benvenuti, entrate. Das ist das Herz des Hauses. Die Küche, das ist für mich der Ort, an dem ganz viel passiert. Zu Weihnachten ist hier natürlich richtig viel los. Also wir backen hier unsere Plätzchen, wir kochen hier für die ganze Familie, auch für unsere lieben Freunde und Bekannten, die uns hier spontan besuchen. Und die Küche ist so der Dreh- und Angelpunkt von unserem Gutshaus. Meine Mama ist jetzt seit Juni diesen Jahres auch zu uns gezogen und ja, für mich natürlich ein großer Traum in Erfüllung gegangen, weil es gibt nichts Schöneres als die Großfamilie. In der Küche ist sie natürlich eine richtig große Hilfe für mich, weil die Mama natürlich ja, das Italienische noch mit hier reinbringt in das Gutshaus. Man braucht eine starke Familie, die hinter einem steht und die auch zusammenhält. Wenn man so ein Haus bewohnen und bewirtschaften möchte, da gab es ganz viele Reibungspunkte, ne? Aber dadurch ist auch viel Nestwärme entstanden. Der Ausgangspunkt der Gestaltung, das war hier die Original-Jugendstil-Vertäfelung. Und da haben wir ja im Grunde genommen ein sehr schönes Relief. Und die komplette Verkleidung war gestrichen gewesen. Und wir haben sie damals von den Farbresten befreit und haben dann das Relief wieder freigelegt. Ich gehe jetzt hier über einen warmen Fußboden mit originalen historischen Fliesen, mit einer Fußbodenheizung drunter. Und das war für uns halt auch wichtig, dass wenn wir was machen, machen wir es richtig, ne? Man soll bloß diesen, sag ich mal, diesen ganzen modernen Kram sollte man möglichst nicht sehen. Ich war damals studieren, war 23, wollte auch ein bisschen in die Welt hinaus. Und dann hat mein Vater mir das Haus übertragen und dann hatte ich Verantwortung. Wir möchten, dass das Haus wieder mal so aussieht wie früher. Weil das ist tatsächlich unsere Motivation, dieses Bild. Wir machen jedes Jahr an Weihnachten einen kleinen Kinderchor und da studieren wir dann 2, 3 besondere Lieder ein. Das sind alles Kinder von unseren Freunden und Bekannten und auch Freunde von unseren Kindern aus dem Kindergarten, aus der Schule. Und wenn die Kinder hier sind, das Lächeln, die Freude, dieses Leuchten in den Augen, das ist einfach wunderschön. Hier sind wir im Kaminzimmer. Dieser Raum ist wie früher. Alles, was man hier sieht, ist 25 Jahre gelebte Sammelleidenschaft. Jedes einzelne Stück haben wir zusammengetragen. Nichts von dem war hier mal gewesen. Das ist halt für uns unser Weihnachtszimmer. Hier sitzen wir halt wirklich zu Weihnachten auch mit der ganzen Familie. Es war tatsächlich sogar an Weihnachten, als ich das erste Mal hier in das Haus gekommen bin. Das war der 25. Dezember, werde ich nie vergessen, weil meine Mama da Geburtstag hat. Damals habe ich noch in Freiburg im Breisgau gewohnt und bin dann irgendwann um 22 Uhr, glaube ich, hier aufgeschlagen. Und Alex machte diese Tür auf und ich dachte nur so, ui. Das Haus war ja damals noch nicht
ganz so komfortabel, nicht, zumindest nicht in vielen Punkten nicht. Ja. Dann kam sozusagen die Nacht und ja, es war kalt am Anfang, das kann man sagen. Da musste man halt ein bisschen kuscheln. Das stimmt. Das ist hier die Schokoladenseite vom Haus. Denn wenn man das von vorne betrachtet, dann sieht das eigentlich ziemlich unscheinbar aus. Und hier hinten sind vor allem zwei Besonderheiten, die es schon, sag ich mal, sehr schön machen. Das ist vor allem der Turm. Das ist natürlich schon so ein absolutes, wesentliches Element vom Haus gewesen. Den hat man aber zu DDR-Zeiten abgerissen. Ja, und wir haben den im Rahmen der Dachsanierung vom Nachbargebäude haben wir den wiedererrichtet. Der Turm wurde mit einem Kran über das Dach gehoben, wurde auf den vorbereiteten Ringanker draufgehoben und wurde dann eingebunden. Und als wir da fertig waren, da ist uns eine Gerölllawine vom Herzen gefallen. Und dann saßen wir da oben mit dem Zimmermann, haben angestoßen und haben gesagt, jetzt sind wir einen großen Schritt wieder weiter in die, sag ich mal, Wiederherstellung dieses schönen Gebäudes und der schönen Ansicht. Wir sind hier in unserem Wintergarten, dieses Jahr anders eingerichtet. In der Vergangenheit gehörte der Oma. Da hat sie immer unsere liebsten Blumen überwintert. Und zukünftig wird das ein sehr musikalisches Zimmer. Wir möchten hier mit dem Klavier kleinere Konzerte geben. Und da freue ich mich unheimlich drauf. Der Schwarzwald und Sachsen-Anhalt ist sehr unterschiedlich. Also die Menschen sind anders, die Gegend ist anders. Für mich war das am Anfang erstmal gar nicht vorstellbar. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, pass auf, Franzi, wenn du alles für mich aufgibst, dann muss ich auch was zurückgeben. Ich werde alles dafür geben, dass du mit deiner Musik, mit deiner tollen Stimme, dass du hier Fuß fassen kannst. Also Musik habe ich ja schon immer gemacht und hier habe ich es dann einfach zu meiner Berufung gemacht und bin hier viel auf Veranstaltungen unterwegs, Geburtstage, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und lerne da auch die Region kennen, die Menschen kennen und das ist wirklich ein Geschenk für mich, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte hier. Astro del cielo, brilla la notte, tutto è calmo, tutto è do. Questa notte sei sceso tra noi, nella neve tu. Mein Vater hat dieses Haus 1998 gekauft. Damals war ich 11 Jahre jung. Und ich bin hier immer gerne hergekommen. Von Anfang an war das für mich im Endeffekt, obwohl ich hier nicht groß geworden bin, damals als kleiner Junge war das trotzdem irgendwo schon ein Stück weit mein Zuhause. Und irgendwann hatte mein Vater aber mir das Gefühl gegeben, du wirst es mal übernehmen. Und da ist tatsächlich die Stimmung total umgeschlagen. Also dieses Wohlgefühl, was ich hier hatte, hat mich auch ein bisschen dann erdrückt, weil ich wusste, okay, irgendwann musst du dich hier rum kümmern. Und ich meine, ne, ist ein ganz schöner Klotz. Das ist hier unser Kollege Kunibert. Der kam damals als ein Schrotthaufen zu uns. Und der sieht ja jetzt nicht umsonst so gut aus. Den hat mein Vater, der ist handwerklich ziemlich geschickt, hat den ordentlich mit der Drahtbürste bearbeitet, dass der jetzt so wieder schön glänzt. Und den muss man auch regelmäßig pflegen. Ja, dann wird der eingeölt, damit er quasi keinen Flugrost ansetzt. Ja, damit der quasi auch wieder so richtig schön entsprechend wie so eine Rüstung halt aussieht.
Das ist hier das Herrenzimmer und im Grunde genommen ist es auch mein Sammlerzimmer. Und hier haben wir ein ganz besonderes Stück, eins meiner Lieblingsstücke. Das ist ein Singvogelautomat in Form eines Panzernashorns. Und wenn ich dann hier unten das aufziehe und beim Nashorn am Schwanz ziehe, dann kommt hier gleich ein kleines Vögelchen raus und zwitschert uns ein Lied. Hallöchen! Möchtest du noch mal zuhören, lieber Weihnachtsmann, wenn wir hier ein Lied singen? Habt ihr Lust? Ja! Dann machen wir den jetzt noch schnell für den Weihnachtsmann. Ja? Ja. Das war die Roomtour im Gutshaus Pöthen. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Buon Natale a tutti. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann klickt hier oder hier.